Klappspaten, jeder kennt sie, aber was taugen sie wirklich? Moin! Wie in einem der vorangegangenen Kommentare vorgeschlagen, stellen wir euch heute mal den Klappspaten von Nextorch vor. Um diesen besser beurteilen zu können, haben wir noch weitere Klappspaten mit dazu genommen. Die werden wir gleich draußen testen und miteinander vergleichen. Bevor das losgeht, schauen wir uns die aber mal im Detail an. Dafür haben wir natürlich den Klassiker dabei, den BW Klappspaten, also den von der Bundeswehr. Kommt in einer Hülle. Dieser kann zweifach ausgeklappt und arretiert werden und besitzt einen stabilen Griff am Ende. Mit seinen 1,1 Kilo und komplett Metall ist es ein sehr robuster und wahrscheinlich allen bekannter Klappspaten. Als zweites gewählt haben wir den Feldspaten von Glock, den Originalen. Der wird nur einmal ausgeklappt, hat einen Kunststoffgriff, logischerweise eine Metallschaufel, aber noch zusätzliche Besonderheiten, und zwar kann der Griff aufgeschraubt werden. Und somit ein Innenteil herausgezogen, arretiert und damit verlängert werden. Und zusätzlich gibt es dann im zweiten Griffstück nochmal ein Sägeblatt, das dann wiederum mit dem Griffabschluss, diesem Ring hier, befestigt werden kann. Mit seinen knapp 700 Gramm ist das hier wirklich ein Leichtgewicht mit zusätzlichen Funktionen. Ob der sich dann als Spaten noch eignet, sehen wir gleich draußen. Kommen wir zu guter Letzt aber zu dem eigentlichen Spaten, den wir vorstellen wollten. Das ist der von Nextorch. Ihr seht den auch hier hinten hängen. Merkt ihr schon, der kann auch verlängert werden und hat noch einige Zusatzfeatures im Programm. Daher kommt er mit einer eigenen Tasche, in der ihr den Spaten später unterbringen könnt. Zusätzlich mit einigen Zusatzeinschubfächern für den Griff nachher. Nextorch liefert dazu auch noch ein Gurtband mit, falls ihr euch die Tasche lieber umhängen möchtet. Dazu gibt es noch ein wenig Strippe, also eine Art Paracord, einen Imbusschlüssel und einen kleinen Maulschlüssel. Hier haben wir nun den Klappspaten. Der ist nochmal mit einer zusätzlichen Hülle gesichert, da er eine Sägezahnung hat und daher auch ein wenig scharfkantig ist. Dieser kann selbstverständlich auch am Griffstück arretiert werden. Und dann haben wir hier zusätzlich noch die Verlängerungen. Wobei in der letzten Verlängerung noch ein Clou mit dabei ist. Hier haben wir nochmal einen Kreuz sowie einen Schlitzschraubendreher. Und das Knaufstück selber besitzt einen Feuerstarter, also ein Stahl, plus eine herausschraubbare Signalpfeife. Zusätzlich besitzt er nochmal am Griff einen Kompass und dieses obere Griffstück kann auch nochmal entfernt werden, um den darunterliegenden Glasbrecher freizulegen. Zu der schon erwähnten Sägezahnung besitzt dieser Spaten auch noch einen Flaschenöffner, das muss in Deutschland wohl so sein, einen Gurtschneider und zwei gängige Ringschlüssel. Ihr seht schon, dieser Spaten hat einiges mehr als einfach nur ein Spaten zu sein, deswegen war er ja auch in dem EDC-Video dabei. Ob man das nun alles braucht oder nicht, muss jeder selbst für sich entscheiden. Wir möchten aber jetzt maßgeblich die Spaten einmal testen, also gehen wir mal raus. Die Frage ist natürlich immer, wozu braucht ihr den Spaten eigentlich? Ich war damals, als es noch Wehrdienstzeit gab, Grenadier. Ich hatte wirklich so einen Klappspaten. Ich musste damit auch eine Schützenmulde mal ausheben. Und wir haben dann auch versucht, mit einem Schützengraben zu zweit auszuheben. Generell würde ich nicht empfehlen, wenn ihr mehr buddeln oder schaufeln wollt, einen Klappspaten zu nehmen. Dafür gibt es richtige Spaten. Aber das wisst ihr selber. Viele nutzen die natürlich, wenn sie unterwegs sind beim Campen oder sowas, um mal ein bisschen was freizuschaufeln oder sich generell wieder freizuschaufeln nach dem Regen. Oder natürlich auch, wenn viel Schnee liegt, dann das Auto frei zu bekommen. Und dafür sind Klappspaten natürlich auch super geeignet. Wir werden sie aber daher natürlich erstmal dem richtigen Härtetest unterziehen. Und zwar werden wir damit graben.
Dafür haben wir hier auch die besten Voraussetzungen. Wir haben hier vorne so eine Art Mergeluntergrund, also mit Steinen besetzt, und hier hinten haben wir eher Waldfläche. Wir werden beides mal probieren. Dafür haben wir jetzt erstmal den herkömmlichen Klappspaten der Bundeswehr und fangen mit dem Waldboden an, weil dafür ist er ja eigentlich gedacht. Der Bundeswehrklappspaten. Klein, hat einen guten Griff, wir können viel Druck ausüben, hat eine vernünftige Schaufel, mit der ihr arbeiten könnt, und durch die Zahnung an den Seiten könnt ihr auch mal gut eine Wurzel durchhacken. Kostet Kraft, funktioniert aber wie bewährt. Kommen wir zu unserem Leichtgewicht mit etwas verlängerten Griff, insgesamt dann aber doch nur so lang wie der BW-Klappspaten, und zwar der Feldspaten Original von Glock. Ja, ist schön leicht. Die Länge ist ungefähr so wie bei dem Bundeswehrspaten. Ihr habt aber natürlich nicht so die Möglichkeit, Druck auszuüben, da ihr nur diesen Knauf hier besitzt. Der Spaten selber ist robust, auch halbwegs scharfkantig. Könnt ihr zur Not auch mal eine Wurzel mit durchdringen. Aber ihr müsst die Wurzel ja auch nicht unbedingt mit dem Spaten durchhacken, denn wie eingangs schon gezeigt, haben wir ja diese Säge mit dabei. Die testen wir auch gleich mal, wie gut die funktioniert. Kommen wir zum Fazit zu der Säge. Tut mir leid, Glock, wenn ich das so offen sage, aber das ist nett gemeint. Der Spaten ist nach hinten hin absolut übergewichtig. Ihr müsst also immer Druck nach vorne ausüben, sonst klappt der einfach nach hinten weg. Wenn er verlängert ist, noch mehr. Das Sägeblatt, ja, das ist halt so ein kleines Sägeblatt. Da braucht ihr auch ewig mit. Ist sicherlich besser als gar keins zu haben, aber richtig optimal, also als Gartenwerkzeug etc. ist das nicht unbedingt geeignet. Kommen wir nun aber zum Nextorch-Klappspaten, der jetzt hier mit verlängertem Griff schon daherkommt. Jetzt der Klappspaten von Nextorch. Ja, ihr habt einen etwas längeren Griff. Aber um ihn wie einen richtigen Spaten oder eine Schaufel nutzen zu können, ist er auch nicht lang genug. Ihr seid also trotzdem in gebückter Haltung dabei. Ich muss leider auch sagen, da hat mir vom Glock der Griff noch besser gefallen, weil er so kugelig war. Das hier drückt dann schon nach einigen Spatenhieben in die Hand. Also da hätte man den Griff oben, das Griffstück, den Knauf ein bisschen verbessern können. Was mir aber sehr stark aufgefallen ist, die Schaufel ist relativ flach. Also eine Schaufel sollte ja eigentlich eine Mulde haben, damit ich erdreich bewegen kann. Das fällt mir bei diesem Spaten wirklich schwer. Schauen wir uns mal die Sägezahnung an. Ja, kann man auch. Natürlich nicht wie mit einer richtigen Säge, dazu hat man nicht genug Fläche. Ich muss hier aber sagen, das Positive ist, dadurch, dass ja die Last eher hier vorne ist, im Spaten, habe ich nicht das Problem wie bei der anderen Säge, gerade bei Glock, dass ich immer Druck ausüben muss und der Spaten nach hinten kippt. Also zum Sägen ist das hier leichter. Die Säge funktioniert ähnlich wie bei der Glocksäge. Sie sind halt einfach nicht lang genug, um viel sägen zu können. Gewichtsverteilung ist hier besser. Da würde ich jetzt keinen großen Unterschied machen. Kommen wir also mal zum Fazit über diesen Nextorch Klappspaten. Die Länge generell, klar, ist ein bisschen länger, aber das macht den Kohl meines Erachtens nicht wirklich fett. Dafür hat er keinen vernünftigen Griff, sondern einen Glasbrecher. Könnte ich aber wahrscheinlich auch mit dem Spaten selber brechen, das Glas. Weiß ich nicht, ob man den braucht. Ein Kompass, ja, ich mag einen Kompass immer gerne. Wenn man sich also verläuft oder nicht weiß, in welche Richtung man gucken soll, ist der ganz gut. Dazu kommt der Kreuz- und Schlitzschraubendreher. Ja, ist immer nett, wenn man sowas dabei hat. Ich weiß aber nicht, wie oft man das wirklich braucht.
oder ob man, wenn man mit dem Auto zum Beispiel unterwegs ist, das nicht sowieso mit hat. Aber auf jeden Fall ein nettes Gimmick, könnte aber irgendwie fest da irritieren. Weiterhin haben wir hier noch diesen Feuerstahl. Jeder, der mich mittlerweile kennt, weiß, ich bin kein großer Fan von Feuerstahl. Ich habe lieber Sturmstreichhölzer oder sowas mit, die 100% dann funktionieren, anstelle dass ich dann ewig im Regen sitze und drauf rumschlage. Wer aber Freund von einem Feuerstahl ist, der ist auf jeden Fall dabei. Und die Signalpfeife, die probieren wir jetzt auch noch mal aus. Ja, pfeift. Wer also irgendwo verschüttet ist und sich nicht selber freischaufeln kann, obwohl er den Spaten mit hat, hat auch noch die Signalpfeife dabei. Damit muss ich leider zu dem Fazit kommen, wenn ihr diese ganzen Gimmicks haben möchtet, weil ihr irgendwie die EDC-Ausrüstung auf euren Spaten verlagern wollt oder dazu dann einfach nur noch ein kleines Sitback habt und generell einen kleinen Spaten mal braucht im Auto, kann man den sicherlich nehmen. Also er ist jetzt nicht wirklich schlecht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, fällt für mich aber ein bisschen ab, vor allem wenn ich ihn als das benutzen möchte, was er sein möchte, nämlich einen Spaten. Da bin ich ganz ehrlich, habe ich mit dem Glock eine etwas tiefere Schaufelfläche, die auch mehr erdreich bewegen kann. Von der Länge ein bisschen kürzer, dafür aber einen besseren Knubbelgriff. Auch eine Säge, die ich persönlich nicht unbedingt bräuchte. Aber, und das nicht nur aus nostalgischen Gründen, mit dem BW-Klappspaten eher das Modell, was ich als Spaten präferieren würde. Ihr habt einen vernünftigen Griff, ihr habt eine Schaufel, die erdreich bewegen kann. Und zwar nur so ein kleines Modell, was immer schlecht ist. Irgendwie, wenn ihr einen richtigen Spaten habt, ist das die bessere Wahl. Aber auch hier wirklich mehr Kraft durch den Griff, die ihr auf das Erdreich oder die Wurzel ausüben könnt. Eine Sache zu den beiden Ringschüsseln, die ihr, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht unter einem Fahrradsattel unbedingt benutzen könnt, hat der aber noch. Und früher hatten wir auch mal Bier hier, das gibt es ja auch nicht mehr, hat er aber einen Flaschenöffner. Also sage ich Prost und bis zum nächsten Mal.